Tokio. Millionen Menschen, Millionen Geschichten und wir mittendrin. Kurz davor, uns im Neonlicht zu verlieren. Also raus hier, raus aus dem Lärm, raus aus dem Rhythmus der Stadt. Wir steigen einfach in den Bus, Richtung Stille, Richtung Kusatsu. Kusatsu klingt nicht nur wie ein Ort, an dem man zur Ruhe kommt. Das ist auch so ein Ort. Ein kleines Bergstädtchen in den japanischen Alpen. Bekannt für seine heißen Quellen, die mehr Dampf machen als so mancher Politiker im Bundestag. Leute, ich kann es mir kaum angucken, aber es ist ein anderes Thema. Hier brodelt es nicht nur in den Straßen, sondern auch unter der Erde. Der Schwefel liegt in der Luft, als wollte die Natur selbst zu uns sagen, kommt doch mal klar. Und das machen wir jetzt auch. Mit offenen Augen und kalten Füßen in heißen Quellen. Eigentlich wollten wir hier mal dieses sagenumwogene japanische Powdergefühl erleben. Ihr wisst schon, dieser Schnee, der so weich ist, dass man selbst beim Hinfallen überlegt, einfach liegen zu bleiben. Tja, das hat leider nicht so ganz geklappt. Schnee gab's, aber eher so in der Kategorie, ja, reicht für Snowboarden. Für große Sprünge hat's also nicht gereicht, aber für ein breites Grinsen schon. Wir suchen also nicht nur das Abenteuer, wir suchen auch einen Ort zum Durchatmen. Klingt komisch, ist aber so. Wir brauchen mal ein bisschen Urlaub vom Reisen. Ein Ort, der uns zeigt, wie einfach Glück manchmal sein kann. Ein dampfender Onsen, frische Bergluft, gutes Essen und dieses Gefühl, angekommen zu sein. Auch wenn man immer weiterzieht. Das ist Kusatsu. Und vielleicht ist das nicht das Ende einer Reise, sondern der Anfang einer neuen Geschichte. Susi, weißt du, wo ich gerne mal eine Unterkunft hätte? Na? So im Wald oder so. Oh, das wäre schön. So eine Blockhütte oder sowas wäre geil. Im Schnee, ne? Ja, das wäre voll geil, oder? Ja, das wäre richtig cool. Aber leider haben wir meistens mit den Unterkünften nicht so viel Glück, ne? Was? Was? Wie? Was? Was ist denn das hier für eine Putze? So, weiter geht's nicht. Du musst Schuhe ausziehen. Ja, okay, Schuhe ausziehen. Oh, seid ihr auch so aufgeregt? Da bin ich ja echt gespannt, wie das jetzt hier aussieht, oder? Bist du auch aufgeregt? Auf jeden Fall. Nee, ist furchtbar, Schatz. Eigentlich hast du das Schönste hier vorne schon gesehen. Bleib einfach da. Der Rest wird einfach nicht gar nicht hübsch. schrecklich. Ich glaube, ich halte es hier nicht aus. Ich auch nicht. Mit meinem Rotwein in der Hand, wenn der Kamin brennt. Nein, weißt du, was wir vergessen haben, Schatz? Rotwein. Holz! Ich hab schon meinen Sessel gefunden. Ey. Ich zieh mir erstmal trockene Socken an. Guck mal bitte. Wow. Guck dir mal den Sessel an. Wow. Beautiful. Alter Schwede. Also so eine urige Skihütte hatten wir noch nie. Das ist ja verrückt, ne? Also es sieht so ein bisschen so aus wie die Skihütte von Großmutter, also wenn Großmutter Geld hatte, irgendwo in den Bergen, die man sich dann heimlich mal, wenn die Großmutter irgendwo anders im Urlaub war, ausgeborgt hat und mit seinen Kumpels dann im Skigebiet Party gemacht hat. Also ich hatte leider nie so eine Großmutter, aber so eine Großmutter hätte ich mir gewünscht irgendwie. Das ist ja eine richtig geile Butze hier. Also mir gefällt es großartig. Ich weiß nicht, wie es euch gefällt, aber Das ist total schön. hier mit diesen fetten Holzbalken. Ja. Also das ist hier nicht fake, sondern das Ding ist wirklich mit so fetten Holzbalken gebaut. Und dann hier mit einem Kamin und so einer muckeligen Ecke. Erinnert ihr euch noch, wie sich Schnee als Kind angefühlt hat? Nicht nur kalt, sondern magisch.
Dieses erste Knirschen unter den Stiefeln, die Aufregung, wenn aus grauem Himmel plötzlich kleine Wunder fallen. Und die Welt auf einmal still wird. So als hätte jemand mal kurz auf die Pause-Taste gedrückt. Für Kinder ist Schnee kein Wetter, es ist ein Versprechen. Auf Abenteuer, Rodelbahn und Schneeballschlachten. Auf rote Wangen und warme Kakaohände. Und deshalb mussten wir auch erstmal in den Schnee. Und ehrlich gesagt, ich hätte mir auch länger das Haus angeguckt. Aber Lotti konnte nicht mehr warten. Also sind wir erstmal auf dem nächsten Berg. Weil es manchmal auch gar keine großen Ideen braucht. Sondern nur ein Kind in Schneehose, das schreit: Los Papa, auf geht's! Schreibt doch mal in die Kommentare, was sind eure schönsten Erinnerungen an Schnee als Kind? Die Dämmerung legt sich über die Berge, als hätte jemand eine Decke über den Tag gelegt. In unserer kleinen Holzhütte knackt das Feuer im Kamin. Draußen tanzen die letzten Schneeflocken im Wind. Es wird Nacht, langsam, ganz ohne Eile. Drin Ruhe, Tee, ein paar rote Wangen. Lotti liegt schon auf ihrem Futon und erzählt sich selbst Geschichten. Wir sitzen einfach nur da und hören dem Holzbaum brennen zu. Es fühlt sich an wie eine Pause. Nicht vom Leben, aber vielleicht vom Tempo. Eine Pause vom ständigen Weiter, vom Planen und von der Frage, was kommt jetzt als nächstes? Und dann ist plötzlich Nacht, also richtig Nacht. Still, weich und dunkel. Ich sitze da, Kamin links, Schneefenster rechts und denke zurück an Island, unser Wohnmobil. An matschige Reifen, leuchtende Nordlichter und das Geräusch von Schneeregen auf unserem Dach. Manchmal reicht auch schon eine Schneeflocke, um Erinnerungen wieder aufzutauen. Und ganz ehrlich, ohne den Verkauf unseres Campers, ohne den Abschied von meinen Eltern, wären wir heute wahrscheinlich nicht hier. Ich weiß, viele von euch sind hier, weil ihr Wohnmobile liebt. Weil ihr Schrauber seid, weil ihr Träumer seid, weil ihr Routenzeichner seid. Und trotzdem schaut ihr uns zu, wie wir in einer japanischen Holzhütte sitzen, statt auf einem Campingplatz in Schottland oder am Fjord von Norwegen. 6 Jahre gibt es unseren Kanal jetzt schon. 6 Jahre Geschichten, Aufbrüche, Umwege. Und ihr wart dabei. Manche von euch sogar seit dem ersten Tag. Ihr habt uns begleitet durch Matsch, Meere, Metropolen und magische Momente. Und ich merke mehr und mehr, es sind nicht nur Klicks und Kommentare. Es sind echte Menschen. Freunde, die wir nie getroffen haben und trotzdem irgendwie kennen. Na gut, manche von euch haben wir schon getroffen. Ihr gebt diesem ganzen Abenteuer Tiefe. Und während draußen der Morgen langsam durch die Ritzen kriecht, das Kaminfeuer nur noch leise glimmt, merken wir, wie viel Glück in solchen Momenten steckt. Dass wir das hier überhaupt machen dürfen. Dass da draußen Menschen sind, die uns zuschauen. Nicht nur, weil sie Busausbau und Wohnmobile mögen, sondern weil sie irgendwie schon ein Teil von Richtung Himmelblau geworden sind. Danke, dass ihr mit uns durch all das geht. Durch Höhen und Tiefen. Durch Wohnmobile und Tinyhäuser, Traumstände und Ferienwohnungen. Durch Matschrouten und Teepausen. Ihr seid da. Wie Freunde, die man oft nicht sieht, aber die einem trotzdem verdammt wichtig sind. Danke, dass ihr mitreist. Danke, dass ihr auch an schlechten Tagen Richtung Himmelblau schaut. Das Schöne an Kusatsu, es ist still. Keine Hüttengaudi, kein Alpenrausch, keine Menschenlawinen auf der Piste. Kusatsu ist eigentlich für was ganz anderes bekannt, nämlich für seine dampfenden Onsen, den Geruch von Schwefel in der Luft und dieses Gefühl, dass die Zeit hier ein bisschen langsamer tickt. Aber genau das war für uns perfekt. Also keine großen Namen, keine Skischulen mit Neonwesten, nur ein überschaubarer Hang, Schnee und ein Kind, das zum ersten Mal ganz alleine ins Tal runtergefahren ist. Vermutlich lag es auch ein bisschen an ihrem Lehrer. Hier hat Lotti nämlich Snowboarden gelernt. Ihre ersten Kurven, ihr erstes Ich schaffe das. Der Stolz in ihrem Blick war größer als jeder Berg. Während wir geübt haben, ist Susi oft allein losgezogen. Durch den Schnee den Kopf frei, den Moment für sich. Und ich durfte zwischendurch auch mal los. Aber ganz ohne Kamera, ohne Drehplan, einfach nur fahren. Und ehrlich gesagt, ich hatte auch gar keinen Bock auf Film. Den Wind im Gesicht, den Alltag weit weg. Kusatsu war kein Snowboard-Mecker. Aber es war genau das, was wir gebraucht haben. Echt
Ruhig, unaufgeregt und irgendwie genau richtig. Wow, durch den weißen Schnee leuchtet das Rot natürlich noch viel mehr. Und was durch Schnee auch noch schöner ist, es ist auch viel, viel ruhiger. Kusatsu verbindet mehr mit Deutschland, als man denkt. Der deutsche Arzt Dr. Evan Belz, Leibarzt am japanischen Kaiserhof, war es, der Ende des 19. Jahrhunderts die therapeutische Wirkung der Kusatsu-Quellen erforschte und damit den Ort weit über Japans Grenzen hinaus bekannt machte. Er war fasziniert von der Kraft des Wassers, dem vulkanischen Ursprung und der Wirkung auf Körper und Geist. Belz brachte nicht nur westliches medizinisches Wissen nach Japan, sondern half auch dabei, Kusatsu als Kurort zu etablieren. Ein Ort, an dem man nicht nur badet, sondern heilt. Bis heute erinnert ein Denkmal im Ortszentrum an diese deutsch-japanische Verbindung. Und an den Mann, der einst voller Überzeugung sagte, Kusatsu ist der beste Kurort der Welt. Ja, ne? Und die Nudeln hier, das sieht doch flüssig aus, ne? Was findest du da? Guck mal, das ist genau das Tempura, was ich hatte. Pilz, eine Paprikaschote. Wir lassen das hier alles so verfallen. Das ist so schön. Das ist eine so tolle Anlage hier. Lotti und ich, wir laufen hier mal ein bisschen rum und erkunden die Gegend. Und die haben hier so tolle Häuser, aber leider verfallen die Dinger. Guckt euch das mal an. Hier hätte man theoretisch mitten im Wald einen richtig geilen Hot Tub. Und warm Wasser ist ja hier in der Gegend überhaupt kein Problem. Was noch geiler ist, guckt euch das mal an hier. Das ist hier die zweite Ebene. Und leider da unten, es verfällt halt alles. Aber hier theoretisch eine kleine Sauna. Ist das Hammer? Noch Utensilien drin. Nein, ja, das ist in der Vermietung das Haus, aber das vermieten die leider nicht mehr und das sieht richtig cool aus. Hier oben mit der Ebene, da kann man runter ins Wohnzimmer gucken. Und hier auch eine richtige Sitzgruppe, richtig schön. Mit Fernseher und allem drum und dran. Aber es verkommt hier leider alles. Und ist das die Küche? Ich würde hier so gern rein. Ja, ne? Ist das die Küche? Ich glaube schon. Das ist wunderschön gut. Und guck mal, Aber es verkommt hier alles leider. Und die Latschen sind auch ein bisschen. Ist zu. Oh, die haben hier eine Bar sogar drin. Guck mal. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Aber da geht die Empore hoch. Sehr frei. Da ist ein Küchentresen. Draußen ein Grill. Genau, hier allein diese mit Holz gebaute Veranda ist so Hammer, ne? Mit dem Ausblick hier. Und wenn du dann guckst hier, genau, dann tropfen hier die Eiszapfen runter. Aber, ja, es kümmert sich hier halt keiner drum. Es ist echt so schade. Unfassbar.
Unfassbar. Pass auf. Oh. Was hast du da gefunden? Sowas hier. Ein Schraubendreher. Überall viele besondere Sachen sind, aber alle verfallen oder kaputt. Eigentlich ganz cool. Boah, das ist echt erschreckend. Das ist so viel Potenzial hier. Das sind so geile Hütten. Das ist so eine geile Landschaft. Es ist so ein Träumchen. Und die Hütten selber sehen natürlich auch super gut gebaut aus mit diesen Betonfundamenten unten und dann diese Holzstruktur da oben drauf. Oh, es ist so traurig, dass sie das hier halt einfach so verkommen lassen. Warum? Ich verstehe es gar nicht. Aber leider, ja, leider zieht sich das durch. Also das Schwimmbad und so, das sieht auch alles so aus. Das ist alles irgendwann mal für sehr, 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 sehr viel Geld gebaut worden. Und dann hat man nie wieder investiert. Weil es zu teuer war. Ne, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat es einen Investor gekauft und der hat einfach gesagt, da muss Rendite rauskommen und gut ist. Und was ist das? Kein Licht brennt. Nee, ich glaube, da wohnt auch keiner. Hier sind, glaube ich, nur 2 oder 3 Häuser vermietet. Und insgesamt stehen hier, ich weiß gar nicht, 40, 50 Häuser. Aber teilweise stürzen auch die Dächer schon ein. Also es sieht halt alles sehr, sehr, sehr verkommen aus. Schnee, Sonne, jeden Tag. Kaum auszuhalten. Sich andere vielleicht auch fragen, ja Mensch, wie macht ihr das eigentlich mit Gepäck und Kram? Wie löst ihr das Ganze? €40. 40 Euro, okay. Was machst du da? Puh, so, gefühlte 2 Stunden später und 40 Euro weniger haben wir es jetzt endlich geschafft mit dem Paket aufgeben. Das ist nicht so einfach, weil man genau angeben muss, was man gekauft hat und wie teuer es war. Und ich bin gespannt, ob das jetzt ankommt. Außerdem war es brütend warm da drin. Ich wollte mich schon bis aufs Hemd ausziehen. Ja, zum Glück mussten wir uns nicht blank machen, ne? Was lernen wir daraus? Überlegt euch auf jeden Fall, was ihr auf Langzeitreisen kauft Absolut, und was ihr dann nicht mitschleppen wollt. absolut. Weil im Zweifel ist es mit der Post nach Europa schicken, außerhalb Europa, ganz schön kompliziert. Ja, weniger ist mehr, ne? Ja. Und Besitz belastet. Aber die Skisachen wollten wir jetzt wirklich noch behalten. Die wollten wir noch behalten, die waren ganz cool. Haben einen guten Deal gemacht hier. Absolut. Was ist auch da? Minila, die ist auch da heute mit Öhrchen. Schön war es hier. Ne? Schön Snowboarden, schön Schnee, schön essen, schön verwöhnen lassen, schön Onsen. Oh, toll. Also Ja. Winterurlaub in Japan würde ich gerne irgendwann nochmal machen. Ja, absolut. Ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, die Japaner sind so ein bisschen zurückhaltender auf der Schneepiste und so. Ist ganz normal wie auf jeder anderen Schneepiste auch. Ihr müsst Also- im Zweifel zur Seite springen. Ja, genau. Außer, dass die Leute ein bisschen anders aussehen als man selber, ist es ja eigentlich genauso wie ein Skiurlaub sonst irgendwo. Und Naja. die Hütten haben das auch so ein bisschen unterstrichen, fand ich. Sie so ein bisschen, sehen die ein bisschen aus wie so Kanada-Style oder so, oder? Hier jetzt die Hütten? Ja? Ja, das auf jeden Fall. Aber ich finde, der Unterschied zu Skiurlaub in Europa ist auf jeden Fall da. Weißt du auch wo? Wo? Also erstmal die Beschallung am Berg. Ach ja, okay. Dann läuft die ganze Zeit japanische... Aber keine Partymusik, also nicht Hüttengaudi. Es ist eher so, wie sagt man das bei uns so, diese traditionelle ältere Musik so, fürs Ältere. Naja, Ja, easy listening. auf jeden Fall, es ist Dauerschallmusik und es gibt keine Hüttengaudi. Genau, ja, das stimmt. So, Genau. oben war es leer, sieht aus wie Mensa. Ja, das stimmt. So, jetzt müssen wir uns auch beeilen. Das Shuttle holt uns jetzt ab. Leute, in diesem Sinne, wir sehen uns dann wahrscheinlich beim nächsten Camping-Video. So, los geht's, Macht's der wartet gut. schon. Komm, Tschö. wir müssen los. So Leute, das war die Stelle, wo ich aufgesetzt bin.